Hallo, mein lieber Krebs, und auch ein Hallo an alle anderen, die eingeschaltet haben. Lieber Krebs, ich wünsche euch allen einen schönen Rutsch ins neue Jahr 2025. Ich hoffe, dass all eure Träume, Wünsche in Erfüllung gehen. Und wir schauen uns heute deine Jahresenergie an. Lieber Krebs, was begleitet dich im Jahr 2025? Wo darfst du hinschauen? Lieber Krebs, ganz wichtig, das ist eine allgemeine Legung, das heißt, nicht jede Botschaft wird wahrscheinlich für dich sein, ist auch völlig in Ordnung. Nimm bitte nur das an, was zu dir gehört, also biege nichts zurecht, hör ganz fest auf deine innere Stimme, sie sagt dir, was zu dir gehört und was eben nicht. Ja, lieber Krebs, dann würde ich sagen, starten wir doch schon mit deiner Legung, dein Jahr 2025. Lieber Krebs, wo darfst du hinschauen? Was ist wichtig für dich? Was solltest du wissen? Lieber Krebs, lieber Krebs, hier haben wir schon das Stopp. Wir haben Acht des Denkens. Lieber Krebs, vielleicht hast du das Gefühl, von den Umständen, in denen du dich befindest, eingeschränkt zu werden, doch das ist nur eine Illusion. Gib dir selbst das Versprechen, nicht zuzulassen, dass du in einer Situation feststeckst, die dich unglücklich macht. Warte nicht darauf, dass jemand kommt und dich rettet, wenn du dich selbst befreien kannst. Ui, sehr spannend. Lieber Krebs, diese Karte hatte ich auch bei der ersten Rauhnacht gezogen zum Thema Basis. Sich wirklich befreien. Lieber Krebs, ich habe auch das Gefühl, im Jahr 2025 kannst du dich von irgendeinem Thema befreien, wenn du dir erlaubst, die Verantwortung über dein Leben an dich zu nehmen. Also das heißt zu tragen. Nicht auf Veränderung warten. Nicht warten, dass etwas von Zauberhand passiert, sondern für dich selbst losgehen. Weil die Karte möchte ich daran erinnern, dass ganz viele Umstände oder sogenannte Hindernisse gar nicht echt sind, dass du die umgehen kannst. Dafür brauchst du aber wie soll ich sagen, brauchst du vielleicht auch eine gewisse Offenheit, dass du Glaubenssätze loslassen kannst. Es kann sein, dass vielleicht ein Glaubenssatz dir eine Art Tunnelblick gibt, dass vielleicht Ängste dir einen Tunnelblick geben. Also getrau dich auch andere Wege zu gehen, getrau dich auch die Hindernisse mal genauer zu durchleuchten. Sind das wirklich Hindernisse oder sind das einfach Glaubenssätze, die ich mir selbst einrede? Klar können wir gewisse Umstände im Leben nicht verändern, aber wie wir darauf reagieren oder was wir daraus machen, das ist immer unsere Entscheidung. Darum schau das mal ganz genau an, weil es kann sein, dass eine Lösung da ist, aber dass die Lösung etwas anders ausschaut, als du denkst. Klammere dich nicht an ein Bild, wie eine Lösung ausschauen muss. Löse dich davon. Weil Lösungen haben verschiedene Arten, sich zu präsentieren, das sage ich immer. Auch Chancen haben verschiedene Arten, sich zu präsentieren. Also klammere dich nicht an eine Vorstellung, wie eine Chance ausschauen soll. Löse dich davon. Ganz, ganz wichtig. Weil dann kann es sein, dass Chancen kommen, wenn du dich eben von diesem Tunnelblick löst, dass du sie dann auch erkennst, sie dann auch annimmst und du dann auch diese Chance vielleicht auch fokussieren kannst oder anziehen kannst. Also hier ganz wichtig, nicht im Opferdasein baden. Es geht ein bisschen darum, also nicht, du merkst, dass du
im Außen sehr oft die Schuld gibst, schön bei dir bleiben und versuchen, was kannst du für dich selbst tun. Schauen wir noch, was gibt es sonst noch. Diese Karte kommt oft, wenn wir uns von etwas befreien können. Das Potenzial liegt da. Von irgendeinem Umstand, sei das Arbeit, Geld, Liebe. Lieber Krebs, ja. Entschuldige, ich bin irgendwie erkältet. Wir haben Balanceakt und sich in eine Aufgabe versenken. Die Karte sagt, geh tief. Tiefe, tiefe, tiefe. Nicht mehr oberflächlich sein, sondern ergründe, erforsche, erkenne. Erkenne Lernfelder, erkenne Muster, erkenne dein wahres Ich. Geh tief. Geh wirklich tief. Also die Karte sagt, in der Tiefe findest du Antworten. Sehr, sehr spannend, sehr, sehr spannend. Weil eigentlich hat Krebs eine Begabung für Tiefe, aber lustigerweise haben sie oft dort eine Blockade. Weil Krebs ist ganz stark mit der Intuition verbunden, also mit der inneren Wahrheit, mit der inneren Stimme und auch mit dem Körper. Aber die verlieren oft dieses Gefühl, weil halt dann oft die Stimme der Angst kommt. Also hier eben, Krebs hat die Begabung, eine unglaubliche Verbindung aufzubauen zur inneren Stimme. Wir haben hier auch auf einem Bein tanzen, Balanceakt. Balance. Ich habe auch das Gefühl, es geht um die innere Balance und auch um die äußere Balance. Und dass du das wirklich dir zu Herzen nehmen darfst. Ich nehme auch wahr, dass etwas mehr Feingefühl braucht. Etwas braucht mehr Feingefühl. Ich weiß nicht, ob das Thema vielleicht eben diese Tiefe ist oder vielleicht auch das Thema Kommunikation, das Thema Vorwärtsgehen. Irgendwo braucht es einfach mehr Feingefühl, dieses Fühlen, damit es weggeht von diesem Holprigen. Wenn du das Gefühl hast, etwas ist zu viel, die Karte möchte dich daran erinnern, du kannst die Balance halten. Hab keine Angst. Aber mit Gefühl handeln. Schauen wir mal, was ist dein Hauptthema, lieber Krebs? Dein Hauptthema im Jahr 2025, was dich so ein bisschen begleitet. Oha. Der 6. Kelche, interessant, Vergangenheitsthema. Ich habe auch das Gefühl, wenn du jetzt, oder das Jahr 2024 war ja das Jahr des Karmas, wo wir auch die Chancen hatten, karmische Verstrickungen zu lösen, wenn wir uns dem angenommen haben. Jetzt ist es gut möglich, wenn du etwas unter den Teppich gekehrt hast, irgendein Thema, wird es 2025 nochmals kommen, damit du dich davon eben lösen kannst. Also hier kommt irgendein Thema zurück. Es kann auch eine Vergangenheitsperson sein. Es kann auch eine Vergangenheitssituation sein, ganz, ganz wichtig. Oder etwas erinnert dich daran. Es können auch Erinnerungen sein. Und es kommt nicht einfach so zum Spaß. Ich habe das Gefühl, bei diesem Thema darfst du tief tauchen. Da wurde zu oberflächlich geschaut. Oder vielleicht wurde ein Lernthema nicht verstanden. Falls du merkst, im Jahr 2025 dich an eine Vergangenheitssituation erinnerst oder an eine Person, versuch mal wie hinter die Kulissen zu blicken, weil es könnte eine Bedeutung haben für dich, für das persönliche Wachstum. Wir schauen noch genau rein. 6. Kelche, warum? Es könnte auch um eine Seelenverbindung gehen. Und um eine Entschuldigung. Ui, schon wieder 6. Kelche. Ja, es könnte auch eine Seelenverbindung sein. Eine Seelenverbindung, die
falls du in einer Seelenverbindung vor kurzem warst, dass diese Person nochmals Thema wird, auch wenn es eine Dreiecksgeschichte war, könnte diese Person nochmals Thema werden. Lässt du dich nochmals auf diese Person ein oder auf dieses Thema oder nicht? Falls du jetzt sagst, du hast keine Seelenverbindung, kann es sein, dass es auch eine neue Person ist, wo du eine Verbindung fühlst. Du begegnest vielleicht dieser Person, aber es fühlt sich an, als würdest du die Person schon seit Ewigkeiten kennen. Ich sehe aber auch, dass hier wie ein Drittthema ist. Ich weiß nicht, ob das Thema Arbeit ist. Entschuldigt, das Thema Arbeit oder ob da noch eine Drittperson involviert ist. Ich sehe aber auch, dass jemand nachdenklich ist und vielleicht nicht genau weiß, wie man mit diesen Erinnerungen oder mit dieser Verbindung umgehen soll. Ganz wichtig, es muss nicht eine Person sein, es kann auch eine Erinnerung sein, eine Situation, die sich vielleicht wie wiederholt oder dich an etwas erinnert aus der Vergangenheit. Aber es erinnert dich nur daran, um dir was zu zeigen. Irgendein Lernfeld, habe ich das Gefühl. Hier ist irgendein Lernfeld, was du in diesem Jahr übersehen hast, sehr, sehr wichtig. Und ich habe das Gefühl, es ist eben wichtig für irgendeinen Lebensabschnitt, der kommen möchte. Darum nicht unter den Teppich kehren, ganz wichtig, sondern schau mal hin, warum kommt diese Erinnerung oder warum ist diese Person oder Situation nochmals Thema? Was ist das Hindernis? Lieber Krebs, dein Hindernis. Schon wieder dieses Dreieck. Wir haben 8 der Münzen, 3 der Kelche, 3 der Münzen und 8 der Kelche. Also ich sehe, dass sich hier ganz klar ein neuer Weg zeigt. Aber denk dran, das ist das Hindernis, die Blockade, welches gilt aufzulösen, zu betrachten, Bewusstsein also darüber zu haben. Ich sehe, dass es darum geht, etwas loszulassen und vorwärts zu gehen. Aber dafür musst du wie einen Pfad verlassen und etwas zurücklassen. Ich sehe aber, dass dir das sehr schwer fällt, weil hier ist wahrscheinlich eine Art Komfortzone, die dich zurückhält. Hier ist es auch wichtig, dass du deine Wahrheit sprichst, weil 3 der Münzen zeigt auf eine Begegnung hin, aber als Blockade. Schauen wir mal, warum 8 der Kelche zuerst. Wasserenergie könnte um ein Wasserzeichen gehen, muss nicht, oder um eine Person, wo du eine sexuelle Anziehung fühlst. Oder es geht darum, deine Passion zu leben. Aber es ist wie nicht auf diesem Weg, wo du bist. Es ist ein neuer Weg, aber es ist schwierig für dich, diesen Weg zu gehen. Hier ist noch eine Art Hemmung. 3 der Münzen. Ja, ich habe auch, irgendeine Tür sollte geschlossen werden und dafür braucht es die Wahrheit. Ehrliche Kommunikation, also hier extrem wichtig für dich, lieber Krebs, im Jahr 2025 kann sein, dass hier eine Begegnung kommt. Und diese Begegnung, es kann auch ein Gespräch sein, auch wenn du das Thema Arbeit hast. Oder auch mit der Vergangenheitssituation kann ja auch die Arbeit betreffen. Hier geht es darum, bei diesem Gespräch, eigentlich zeigt dir dieses Gespräch, welche Tür jetzt geschlossen werden darf. Welches Thema. Aber es ist ja als Hindernis angezeigt. Darum, vielleicht merkst du es nicht oder du unterdrückst es. Geh hier tief. Irgendein Gespräch, eine Begegnung zeigt dir ganz genau auf, welcher Weg nicht mehr deiner ist. Und es Zeit ist zu wachsen. Es kann auch ein Vorstellungsgespräch sein. Vielleicht möchtest du den Beruf ändern und jetzt hast du ein Vorstellungsgespräch und es stellt sich heraus, es ist das gleiche wie vorher. Vielleicht ein bisschen einen besseren Lohn. Aber eigentlich hast du dir gesagt, ich möchte nicht mehr das Gleiche tun.
Unterdrückst du jetzt deine Wahrheit und nimmst diesen neuen Job, also diesen neuen, eigentlich ist es ja wieder das Gleiche, nimmst du es trotzdem an, oder getraust du Nein zu sagen und dich auf den neuen Weg zu machen? Es kann auch so etwas sein. Schauen wir mal, ganz stark Skorpion-Energie und Feuerenergie. Warum 3 der Kelche? Hier ist eine Art Drittenergie. Oh, ganz spannend. Ja, du wirst gefordert. Ich habe das Gefühl, im Jahr 2025 geht es darum, irgendeine karmische Verstrickung, die du eigentlich noch in diesem Jahr hättest lösen sollen, oder du bist immer noch dabei, du bist noch nicht fertig, was auch völlig in Ordnung ist, dass du sie im Jahr 25 lösen kannst. Weil ich sehe, hier möchte ein Neuanfang kommen in deinem Leben. Kann auch mit dem Thema Ausland zu tun haben, muss nicht. Ein Neuanfang möchte kommen, aber es wird wie durch eine Drittenergie gehemmt. Die Drittenergie kann auch die Schwere sein oder auch die Energie der Angst. Oder eben dieses Vergangenheitsthema, was man sich noch nicht ganz genau angeschaut hat. Schauen wir mal. 8 der Münzen. Manchmal müde sein, nehme ich wahr. Müde sein, an etwas zu arbeiten. Oder nicht wissen, ob es sich lohnt. Aber es lohnt sich, lieber Krebs. Ja, du darfst ja auch Unterstützung holen. Unbedingt. Getrau dich hinzuschauen. Hab keine Angst vor Verletzungen. Hab keine Angst vor dieser inneren Herzensstimme, was sie dir sagen möchte. Ich sehe, dass es auch um das Thema Heilung geht. Innere Wunden heilen, die du lange ignoriert hast. Mit Wunden heilen meine ich natürlich auch Thema Selbstliebe, Thema Herzensweg, dass du wirklich an deinen Herzensweg glaubst und dass du Unsicherheiten zu diesem Thema auch anschaust, also nicht unterdrückst, ganz, ganz wichtig. Weil hier möchte definitiv ein neuer Weg kommen und ich habe das Gefühl, dieser neue Weg führt dich zum Erfolg. Führt dich, ich weiß nicht warum, aber es fühlt sich an wie ein neues Leben. Führt dich zu deinem neuen Leben, welches du dir eigentlich wünschst, aber hier kommt wie noch Schattenarbeit, habe ich das Gefühl, auf dich zu. Oder irgendein Thema, es wird sich dir zeigen. Wenn es sich dir eben zeigt, ignoriere es nicht, schau es an, weil du kannst es dann auflösen. Schauen wir mal, was ist denn dein Rat, lieber Krebs? Ja, Vergangenheit, loslassen. Es ist an der Zeit, lieber Krebs. Nicht mehr vergleichen, vergleich die Gegenwart nicht mit der Vergangenheit. Schließe mit Vergangenheitsentscheidungen ab. Bereue nicht. Bleib im Vertrauen, weil hier das Neue liegt schon da. Das Neue liegt definitiv schon da und hier haben wir den Eremiten tief. Es braucht mehr Tiefe. Viel, viel mehr Bewusstseinsarbeit, nehme ich wahr. Bewusstseinserweiterung, weil es scheint so, als wäre da noch was du noch nicht gesehen hast oder wie übersehen hast. Irgendein wichtiges Thema. Und ich habe das Gefühl, dieses Thema ist so wie dein Aha-Moment. Jungfrau-Energie. Lass wirklich zu, dass du mal tief gehst in dein Inneres. Was willst du wirklich? Du kannst dich auch sehr gut mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung beschäftigen, mit dem Thema Seelenheilung, mit dem Thema, welche karmischen Muster halten mich noch zurück? Wo fühle ich mich vielleicht auch gefangen? Was liegt im Schatten, möchte sich dir im Jahr 2025 zeigen?
aber hast du nicht auf dem Schirm. Also ist dir nicht bewusst. Wow. Ja, das Rad des Schicksals dreht sich neu für dich und Begegnungen, habe ich das Gefühl, sind schicksalshafte Begegnungen. Also die kommen nicht einfach so zum Spaß. Es kann auch sein, dass hier eine Seelenverbindung kommt, die alles nochmals ein bisschen triggert, dir einen Spiegel gibt, damit du hinschaust, damit du erkennst, damit du deinen wahren Weg siehst. Also es könnte auch eine Seelenverbindung sein. Oder dass dir dein Thema Berufung auch aufgezeigt wird, aber hier kommen noch gewisse Themen auf, es fühlt sich nach Aufräumen an. Also hier das Schicksalsrad dreht sich für dich. Ich sehe auch, dass hier ein anderer Weg angezeigt wird, als du denkst, der viel, viel mehr zu dir gehört und dass hier ein Schlussstrich kommt, was du aber nicht auf dem Schirm hast. Vielleicht denkst du schon, du hast schon einen Schlussstrich gemacht, aber im nächsten Jahr wirst du sehen, aha, erst jetzt kommt der offizielle Schlussstrich zu irgendeinem Thema. Sei wirklich offen für auch Umwege, für Mittelwege. Es kann sein, dass ein anderer Weg eben viel, viel besser ist für dich, als du im ersten Moment denkst. Ja, mein lieber Krebs, das waren die Karten. Vielen Dank fürs Zuschauen, Zuhören. Lass ein Like da, abonniere meinen Kanal und bis zum nächsten Mal. Ciao.